Es gibt einen Moment im Leben eines Mannes, über den niemand spricht. Nicht wirklich. Man umschreibt ihn, man deutet ihn an, man lacht nervös darüber oder schweigt ihn tot. Es ist der Moment, in dem ein Mann mitten im Akt des Begehrens innehält, nicht weil etwas schiefgelaufen ist, nicht weil er gescheitert ist, sondern weil er plötzlich in dieser Sekunde sieht. Wirklich sieht. Und was er sieht, erschüttert ihn tiefer als jede Niederlage, tiefer als jeder Verlust. Er sieht die Leere hinter dem Vorhang, er sieht das Drehbuch, das er für sein eigenes Leben hielt. Und er versteht, er hat nie gewählt, er wurde gewählt. Von etwas, das älter ist als er. Mächtiger, gleichgültiger. Ich bin Arthur Schopenhauer. Und ich habe mein Leben damit verbracht, genau dieses Drehbuch zu studieren. Nicht mit Bitterkeit, obwohl mir das viele unterstellen, sondern mit der kühlen, unbarmherzigen Aufmerksamkeit eines Mannes, der sich weigerte, sich in Illusionen zu flüchten. Nur weil die Wahrheit ungemütlicher ist. Was ich dir heute sagen werde, ist nicht angenehm. Es ist nicht das, was man dir erzählt, wenn man dir etwas verkaufen will. Es ist nicht die Geschichte, die dich beruhigt oder dir das Gefühl gibt, auf dem richtigen Weg zu sein. Aber es ist die Geschichte, die du vielleicht längst spürst, ohne die Worte dafür zu haben. Und wenn du sie hörst, wirst du sie erkennen. Tief in dir, dort wo du ehrlich bist mit dir selbst, wirst du sagen, ja, genau so ist es. Fangen wir mit dem an, was keiner sagen will. Der Geschlechtstrieb ist die raffinierteste Lüge, die die Natur je ersonnen hat. Nicht, weil er böse wäre, nicht, weil Begehren an sich verwerflich wäre, sondern weil er uns glauben lässt, wir handelten aus freien Stücken, während wir in Wirklichkeit das Werkzeug eines blinden Willens sind, der sich um uns nicht schert. Der Wille zum Leben, dieser unersättliche, ziellose, niemals zufriedenzustellende Drang, der alles Lebendige antreibt, er hat sich des Geschlechtstriebs bedient, wie ein Handwerker eines Werkzeugs. Präzise, skrupellos, effektiv. Und was ist der Zweck dieses Werkzeugs? Die Fortpflanzung der Art, nicht dein Glück, nicht deine Erfüllung, nicht deine Liebe. Die Art, du bist aus der Perspektive des blinden Willens ein Vehikel, ein Träger, ein Mittel. Und das Schmerzhafteste daran, während du glaubst, du lebst dein Leben, lebst du in Wahrheit das Programm der Natur, vollständig überzeugt, es sei deines. Beobachte einen jungen Mann, ich habe es getan, unzählige Male, und ich habe mich selbst nicht davon ausgenommen. Ein junger Mann erwacht zu Begehren wie zu einem neuen Sinnesorgan. Plötzlich ist die Welt anders, heller an bestimmten Stellen, schwerer an anderen. Er sieht eine Frau und glaubt, er sehe sie. In Wahrheit sieht er ein Signal, ein biologisches Versprechen. Sein Nervensystem flüstert ihm zu, dort, das ist es. Dort ist Erfüllung. Dort in ihr wirst du ganz. Und weil dieses Flüstern so laut ist, so überzeugend, so körperlich real, beginnt er zu bauen. Er baut Status, er baut Stärke, er arbeitet an seinem Körper, an seiner Karriere, an seiner Ausstrahlung. Er liest Bücher darüber, wie man überzeugender wird, wie man Zugang erhält zu dieser Welt der Lust und der Bestätigung. Er investiert Jahre, manchmal Jahrzehnte, in die Optimierung seiner selbst, nicht weil er seine Seele entwickeln will, sondern weil er Zugang zur Illusion will. Und das Bittere, das wirklich Bittere, ist, die Natur belohnt ihn. Die Strategie funktioniert. Er bekommt, was er wollte. Und er stellt fest, dass es nicht das war, was er wollte. Ich spreche jetzt von dem Moment, den jeder Mann, der ehrlich ist, kennt. Den Moment nach dem Begehren, nach dem Höhepunkt, nach dem Rausch. Es gibt eine Sekunde, manchmal eine Minute, manchmal länger, in der die Stille einkehrt. Und in dieser Stille ist keine Freude, keine Erfüllung, kein Frieden. Da ist eine Art Hohlheit, ein leises, kaum artikulierbares Gefühl, das fragt. Und jetzt, das war es, für diesen Moment habe ich so viel Energie aufgewendet. Die alten Lateiner kannten das. Sie sagten, post coitum omne animal triste est. Nach dem Akt ist jedes Tier traurig. Nicht nur der Mensch, jedes Tier.
weil das Werkzeug seinen Zweck erfüllt hat und den Träger nun fallen lässt wie ein leeres Werkzeug, das man nicht mehr braucht. Doch der Mensch ist nicht bloß ein Tier, und genau das macht seine Situation tragischer als jene der anderen Lebewesen. Das Tier kehrt zur Bewusstlosigkeit zurück. Es fragt nicht. Es leidet nicht unter dem Bewusstsein seiner eigenen Instrumentalisierung. Der Mensch aber, er denkt, er erinnert sich, er vergleicht. Und irgendwann beginnt er, das Muster zu erkennen. Das Muster ist so: die Jagd, die Spannung, das Begehren, das immer intensiver wird, je länger es unerfüllt bleibt. Der Moment des Besitzens, dieser kurze, flackernde Augenblick der Befriedigung. Und dann das Nachlassen, das Abkühlen, das Schweigen und bald darauf der nächste Hunger, die nächste Jagd, derselbe Kreislauf. Ich habe Männer beobachtet, die diesem Kreislauf ihr gesamtes Leben geopfert haben, die ihren Intellekt, ihre Kreativität, ihre Zeit, ihre Würde in den Dienst dieses Kreislaufs gestellt haben, die jeden Morgen aufwachten mit demselben blinden Antrieb, der sie in dieselben Muster trieb, zu denselben Enttäuschungen führte. Und die dachten, sie lebten, sie existierten, sie folgten einem Programm, das vor ihrer Geburt geschrieben wurde. Und ich war kein Heiliger. Ich wäre unehrlich, wenn ich so täte, als hätte ich dieses Programm niemals selbst gelebt, als hätte das Begehren mich nicht ebenfalls in seinen Bann gezogen, mich getäuscht, mich enttäuscht. Doch ich hatte das Glück oder das Pech, je nachdem, von früh an zu bemerken, dass etwas nicht stimmte, dass der Hunger nie wirklich gestillt wurde, dass die Befriedigung immer kürzer war als die Sehnsucht, die ihr vorausging. Und dass die Stille nach dem Rausch eine Art Wahrheit enthielt, die der Rausch selbst verschwieg. Diese Stille ist das Erste, worüber ich sprechen will. Denn sie ist der Schlüssel zu allem anderen. Der Mann, dem ich nun begegnen will, ist kein junger Mann mehr. Er hat den Kreislauf oft genug erlebt, um ihn zu kennen. Er hat die Hochs gekostet und die Tiefs überlebt. Er hat Frauen begehrt und besessen und verloren. Er hat sich selbst wiederholt in denselben Mustern gefunden und sich Mal für Mal gesagt, das nächste Mal wird es anders sein. Das nächste Mal werde ich wirklich zufrieden sein. Und dann kam das nächste Mal. Und es war dasselbe. Irgendwann hört ein Mann auf zu laufen. Nicht, weil er zu müde wäre, obwohl er das vielleicht auch ist, sondern weil er anfängt zu sehen. Er sieht, dass das, was er für Sehnsucht hielt, nie wirklich ihm gehörte. Dass das Feuer, das ihn trieb, nicht sein Feuer war, sondern das Feuer der Natur, das ihn als Brennstoff benutzte. Und in diesem Sehen, das ist keine angenehme Erfahrung, das muss ich betonen, in diesem Sehen entsteht etwas Neues. Eine andere Art von Stille, nicht die traurige Stille nach dem Akt, sondern eine tiefere Stille, eine, die nicht fragt. Und jetzt, sondern eine, die wartet. Eine, die Raum hat. Ich nenne das die erste Stufe des Erwachens. Und es ist zugleich die schmerzhafteste. Denn was stirbt in diesem Moment, ist nicht das Begehren allein. Es stirbt eine Identität. Ein Mann, der jahrelang wusste, wer er war, weil er wusste, was er begehrte, findet sich plötzlich ohne diesen Kompass. Er steht in einem Zimmer, das einmal voll war und nun leer ist. Und die Leere ist nicht angenehm. Sie ist nicht erhebend, sie ist beängstigend. Schopenhauer, könntest du mir jetzt begegnen und mich fragen, was ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann? Ich würde nicht antworten, Schmerz. Ich würde antworten, Langeweile. Die tiefste existenzielle Langeweile, die entsteht, wenn das Begehren endet und der Mensch sich selbst gegenübersteht. Ohne Ablenkung, ohne Illusion, ohne den nächsten Hunger, der ihn vorwärts treiben kann. Diese Langeweile, sie ist der Ozean, den der desillusionierte Mann überqueren muss. Und die meisten kehren um. Sie kehren um zur vertrauten Betäubung. Sie laufen zurück in das Muster, weil das Muster, so hohl es auch ist, wenigstens vertraut ist. Es gibt ein Ziel, es gibt eine Richtung, es gibt das nächste Objekt der Begierde, das dem Leben wieder eine Kontur gibt. Aber einige, und das sind die Männer, über die ich nun sprechen will, einige bleiben.
Sie halten die Langeweile aus, sie sitzen in der Stille und sie beginnen zu fragen, was bisher nie gefragt wurde. Wer bin ich, wenn ich nicht der Jagende bin? Was will ich wirklich, jenseits dessen, was die Natur mir eingepflanzt hat zu wollen? Was wäre ich, wenn der Trieb keine Macht mehr über mich hätte? Das sind keine angenehmen Fragen. Sie führen in kein warmes, gebettetes Gefühl. Sie führen in eine Art Wildnis, unbekannt, ohne Wegweiser, ohne Versprechen auf ein glückliches Ende. Aber sie sind die einzigen Fragen, die es wert sind, gestellt zu werden, weil sie zum ersten Mal wirklich von dem Menschen kommen und nicht von dem Programm, das ihn bisher regiert hat. Ich habe in meinem Werk über die Verneinung des Willens geschrieben, und viele haben das missverstanden. Sie dachten, ich meine Verzicht um des Verzichts willen, Askese als Selbstzweck, Weltflucht. Nein, ich meine etwas anderes, etwas Tieferes. Ich meine den Moment, in dem ein Mensch den Willen erkennt und sich weigert, ihm blind zu folgen. Nicht aus Ohnmacht, aus Erkenntnis. Das ist der Unterschied zwischen dem Mann, der nicht mehr begehrt, weil er gebrochen ist, und dem Mann, der nicht mehr begehrt, weil er durchschaut hat. Der gebrochene Mann ist leer, er ist nicht frei, er ist erschöpft. Der durchschauende Mann ist still. Und in dieser Stille liegt eine Art Stärke, die sich von jeder anderen Stärke unterscheidet, die er je gekannt hat. Es ist keine Stärke, die ihn über andere erhebt. Es ist eine Stärke, die ihn von sich selbst befreit. Sprechen wir nun über das, was mit dem Körper eines Mannes passiert, wenn dieses Begehren nachlässt. Denn es ist nicht nur ein geistiges Phänomen, es ist körperlich, greifbar, spürbar. Der Mann, der jahrelang von Begehren angetrieben wurde, war in einem permanenten Zustand der Anspannung. Sein Nervensystem war verdrahtet auf Jagd, auf Suche, auf Erregung und Lösung. Er hat sich daran gewöhnt, so sehr, dass er die Anspannung nicht mehr wahrnahm. Sie war sein Normalzustand. Er kannte keinen anderen. Wenn dieses Muster sich auflöst, ist das erste Gefühl nicht Freiheit. Es ist Desorientierung. Sein Körper weiß nicht, was er mit der Energie anfangen soll, die er nicht mehr für die Jagd aufwenden muss. Er fühlt sich fahrig, ziellos, manchmal gereizt. Er greift aus Gewohnheit nach alten Stimuli, dem Scrollen, dem Suchen, dem Fantasieren und stellt fest, dass sie ihn nicht mehr abholen. Das alte Feuer zündet nicht mehr. Das ist kein Zeichen des Verfalls. Es ist ein Zeichen des Übergangs. Carl Gustav Jung, ein Denker, mit dem ich in manchen Punkten streite, in anderen aber übereinstimme, sprach von der Sublimation, der Transmutation roher Triebenergie in etwas Höheres. Die Griechen nannten es Eros, in einem weiteren Sinne nicht bloß Geschlechtslust, sondern den Lebenstrieb selbst, der sich in Kreativität, in Erkenntnisstreben, in Schöpfung entlädt. Wenn die sexuelle Energie nicht mehr in die übliche Bahn fließt, muss sie irgendwo hin. Und das ist kein metaphorisches Bild, das ist eine psychologische Realität, die ich in meinem eigenen Leben erfahren habe. Die Energie, die ich nicht in Begehren und Jagd steckte, floss in Gedanken, in Worte, in das geduldige, manchmal qualvolle Ringen mit Ideen, die sich nicht leicht fassen ließen. Nicht, weil ich mich aufgeopfert hatte, nicht, weil ich fromm oder asketisch geworden war, sondern weil die Energie eines Menschen eine bestimmte Menge hat, und wenn sie nicht durch den üblichen Kanal fließt, sucht sie sich andere Wege. Der Mann, der aufgehört hat, von Begehren regiert zu werden, bemerkt mit der Zeit, dass sein Denken klarer wird. Nicht sofort, nicht von einem Tag auf den anderen. Aber allmählich, die Benommenheit, die chronisches Begehren mit sich bringt, dieses ständige Hintergrundgeräusch von Wollen und Nichthaben. Sie verschwindet, und in dem Raum, den sie hinterlässt, entsteht etwas, das ich als Stille des Geistes beschreiben würde. Eine Fähigkeit, Dinge zu sehen, wie sie sind, nicht durch den Filter des Begehrens, nicht verzerrt durch die Frage, was kann ich von dieser Situation, von dieser Person, von dieser Begegnung bekommen. Und hier möchte ich eine Sache klarstellen, die leicht missverstanden werden kann. Ich spreche nicht von Frauenfeindlichkeit, ich spreche nicht von Verachtung. Der Mann, der aufhört, Frauen als Objekte seiner Begierde zu sehen,
verliert nicht seinen Respekt für sie. Er gewinnt ihn. Denn bisher hat er sie durch den Schleier des Wollens betrachtet. Er hat nicht sie gesehen. Er hat das Versprechen gesehen, das sein Trieb in ihr projiziert hat. Wenn dieser Schleier fällt, sieht er zum ersten Mal einen Menschen. Und das ist eine tiefgreifendere Form der Verbindung, als er sie je in der Hitze des Begehrens erleben konnte. Doch zurück zum Mann in der Krise. Denn bevor er zu dieser Klarheit gelangt, muss er durch etwas durch, das ich nicht beschönigen will. Er muss durch die Trauer. Das klingt seltsam. Wofür trauert man, wenn man aufhört zu begehren? Was verliert man, wenn man eine Illusion loslässt? Man verliert die Illusion selbst. Und das ist kein kleiner Verlust. Die Illusion hat das Leben strukturiert. Sie hat Bedeutung gegeben. Sie hat Ziele gesetzt. Sie hat dafür gesorgt, dass der nächste Tag einen Sinn hatte, weil er vielleicht der Tag war, an dem die Jagd erfolgreich sein würde, an dem die Leere gefüllt werden würde, an dem das Glück endlich ankam. Wenn diese Illusion stirbt, sterben mit ihr all die Pläne, die auf ihr gebaut waren. Die Selbstbilder, die Geschichten: Ich bin jemand, der Frauen versteht. Ich bin jemand, der begehrt wird. Ich bin jemand, der weiß, wie man lebt. Diese Identitäten, sie waren echte Identitäten, auch wenn sie auf einer Illusion ruhten. Und ihr Verlust ist echter Verlust. Der Mensch in dieser Phase fühlt sich wie ein Mann, der in einem Raum aufgewacht ist, den er für sein Zuhause hielt, und nun feststellt, dass es eine Kulisse war. Die Möbel sind echt, die Wände sind echt, aber das Gefühl des Zuhause-Seins ist verschwunden. Und er weiß noch nicht, wo sein wirkliches Zuhause ist. Diese Phase ist die gefährlichste. Hier kehren die meisten Männer um. Nicht, weil sie schwach sind, das möchte ich betonen, sondern weil die Leere so laut ist, weil die alten Muster so vertraut sind, weil das Telefon immer noch leuchtet, weil Pornografie, Hookup-Apps, die nächste Ablenkung, all das immer noch da ist und immer noch dasselbe verspricht, was es nie gehalten hat. Und in einem Moment der Erschöpfung, wenn die Leere zu groß wird, greift man. Man greift nach dem Vertrauten, und man weiß, während man greift, dass es das Falsche ist, aber die kurzfristige Betäubung wiegt schwerer als die langfristige Wahrheit. Ich verurteile das nicht. Ich beschreibe es. Denn der Wille ist stark. Der blinde Wille, der das Leben antreibt, gibt nicht einfach nach, weil der Geist ihn durchschaut hat. Er kämpft, er lockt, er findet neue Wege zurück in alte Muster. Das ist kein moralisches Versagen. Das ist die Natur des Willens. Doch für den Mann, der durchhält, was dann? Dann kommt eine Stille ein, die sich von der früheren Stille unterscheidet. Die erste Stille war die Stille der Enttäuschung. Die Stille ist anders, sie ist voll. Nicht mit Inhalt, nicht mit Gedanken, sondern mit einer Art Grundton, als würde der Geist, der lange Zeit von Lärm übertönt wurde, endlich seinen eigenen Klang hören. Der Mann beginnt, sich selbst zu bemerken, nicht das Selbstbild, das er für die Außenwelt gepflegt hat, nicht die Performance, sondern das, was darunter liegt. Und das ist erschreckend und schön zugleich, erschreckend, weil dort vieles liegt, das er nie ansehen wollte. Schmerzen, die er mit Begehren betäubt hat, Ängste, die er hinter Selbstsicherheit versteckt hat. Ein Hunger nach Bedeutung, der sich nie als solcher zu erkennen gegeben hat, weil er immer als Hunger nach Lust verkleidet war. Schön, weil er nun endlich weiß, wonach er sucht. Denn das ist die eigentliche Entdeckung. Was ein Mann wirklich sucht, wenn er das Begehren verfolgt, ist nicht das Begehren selbst. Es ist das Gefühl, lebendig zu sein, das Gefühl, zu bedeuten. Und das Tragische an der sexuellen Illusion ist, sie verspricht all das und erfüllt keines davon. Sie kann nicht, sie war nie dafür geschaffen. Das Lebendigkeitsgefühl, das ein Mann sucht, ist real. Es ist ein echtes, berechtigtes Bedürfnis. Die Frage ist nur, woher kommt es wirklich? Und die Antwort, die ich nach einem langen Leben des Denkens geben kann, lautet: Es kommt aus der Übereinstimmung des Lebens mit sich selbst. Aus dem Moment, in dem ein Mensch das tut, was wirklich zu ihm gehört, nicht was ihm vorgespielt wurde zu wollen, sondern was aus dem tiefsten Kern seiner Natur kommt. Das kann Schreiben sein,
Das kann Handwerk sein, das kann Musik sein, Naturwissenschaft, die Pflege eines Gartens, die Erziehung eines Kindes, die Schöpfung von etwas, das ohne ihn nicht in der Welt wäre. Es gibt keine allgemeingültige Antwort. Aber es gibt eine Methode, sie zu finden: die Stille, das Lauschen, das ehrliche Befragen des eigenen Inneren, ohne das Rauschen des Begehrens. Ich spreche hier aus eigener Erfahrung, wenn auch auf meine eigene Art. Ich war kein geselliger Mann, ich war kein liebevoller Ehemann, kein fürsorglicher Vater. Ich habe Beziehungen geführt, die mich enttäuschten. Und ich habe sie enttäuscht. Ich war schwierig, ich war kompromisslos, ich war von einer Intensität, die Menschen abstieß. Und doch, in den Stunden, in denen ich einen Gedanken so lange verfolgte, bis er seine ganze Wahrheit preisgab, da war ich lebendig, da war ich ganz, nicht weil ich glücklich war, das romantische Glück war nicht meine Stärke, aber weil ich in diesen Momenten das tat, was ich tun musste, was ich war, ohne Verstellung. Das ist es, was ein Mann am Ende des Begehrens finden kann, wenn er nicht flieht. Sprechen wir nun über das Pornografische im weiteren Sinne. Ich meine damit nicht nur das Offensichtliche, ich meine die gesamte Industrie der Simulation. Denn das, was dem modernen Mann angeboten wird, ist ein vollständiges System der Betäubung, das weit über das Sexuelle hinausgeht. Es ist das ständige Angebot einer Welt, die reicher ist als die Realität, reicher an Erregung, an Dramatik, an Bestätigung, Screens, auf denen alles intensiver ist als das Leben, Plattformen, die genau das zeigen, was den Dopaminausstoß maximiert. Eine Welt, in der jede Sekunde des Unbehagens sofort weggestört werden kann. Und was geschieht mit einem Mann, der in dieser Welt lebt? Er verliert seine Fähigkeit zur Stille. Er verliert seine Toleranz für das Gewöhnliche. Das wirkliche Leben, das langsame, undramatische, wiederholende wirkliche Leben kann nicht mehr mithalten. Es ist zu wenig, zu still, zu langweilig. Und so lebt er mehr und mehr in der Simulation und weniger in sich selbst. Das ist die eigentliche Sklaverei unserer Zeit. Nicht die sexuelle allein, sondern die Sklaverei der Aufmerksamkeit. Der Mensch, der nie in Stille sitzen kann, der niemals mit seinen eigenen Gedanken allein ist, ohne sofort nach Ablenkung zu greifen. Dieser Mensch kennt sich selbst nicht. Er kann sich selbst nicht kennen. Er hat nie die Chance gehabt. Ich habe keinen Bildschirm gehabt. Ich hatte das Glück und das Unglück meiner Zeit, keine Ablenkung außer dem Buch, dem Spaziergang, dem Gespräch. Und selbst darin fand ich reichlich Wege, mich zu verlieren. Ich kann mir kaum vorstellen, was der moderne Mensch täglich aushalten muss, oder besser, was er täglich nicht aushält und stattdessen konsumiert. Doch die Lösung ist dieselbe wie immer. Sie ist nicht kompliziert, sie ist nur schwer. Sitz still, lass die Stille kommen, lass die Leere kommen, lass die Unruhe kommen und sitz trotzdem. Warte nicht auf eine Eingebung, nicht auf eine Erleuchtung, nicht auf das große Aha-Erlebnis. Warte einfach. Beobachte, was auftaucht, welche Gedanken, welche Gefühle, welche Bilder, was dein Geist tut, wenn man ihn nicht beschäftigt. Das ist kein romantischer Akt. Das ist keine spirituelle Übung im modernen Sinne. Das ist die schlichte, prosaische Praxis des Bekanntwerdens mit sich selbst. Und aus dieser Bekanntschaft, erst zögernd, dann zunehmend klarer, entsteht etwas, das ich in meinem ganzen Leben nie für möglich gehalten hätte, wenn ich es nicht selbst erfahren hätte. Eine Art von Frieden. Nicht das Glück, das der Wille verspricht und nie hält, sondern etwas Ruhigeres, etwas Stabileres, eine Beziehung zu sich selbst, die nicht davon abhängt, ob das nächste Begehren erfüllt wird. Und aus diesem Frieden, und ich sage das mit aller Vorsicht, weil es kein linearer Prozess ist und kein garantierter, aus diesem Frieden erwächst die Möglichkeit echter Schöpfung. Nicht die Schöpfung, die dem Ego dient, nicht die Schöpfung, die Anerkennung sucht oder Status oder Bestätigung. Die Schöpfung, die aus Fülle kommt, die ein Mensch nicht lassen kann, weil sie aus ihm heraus muss. Nicht, weil er sie will,
sondern weil er sie ist. Das ist das, was ich Sublimation nenne und was andere vor und nach mir mit anderen Worten beschrieben haben. Die Energie, die sich von dem blinden Willen löst, die sich sammelt, die sich verwandelt und die dann, wenn man ihr Raum gibt, wenn man ihr vertraut, wenn man geduldig genug ist, in etwas mündet, das dem Leben tatsächlich Sinn gibt. Nicht, weil das Leben einen Sinn hat, das tue ich nicht behaupten. Ich war nie so naiv. Die Welt ist blind, der Wille ist blind, das Universum hat keinen Plan für dich und keinen Trost bereit. Aber innerhalb dieser blinden, gleichgültigen Welt, ein Mensch kann wählen, wie er mit seiner Energie umgeht. Er kann sie verbrennen in der ewigen Jagd. Oder er kann sie sammeln, umwandeln, in etwas stecken, das ihm und vielleicht auch anderen wirklich etwas bedeutet. Das ist keine Garantie auf Glück. Aber es ist die einzige Richtung, in der ich jemals etwas Wahres gefunden habe. Und nun komme ich zu dem, was ich dir zum Schluss sagen will. Nicht als Ermutigung. Ich bin kein Motivationsredner. Nicht als Ratgeber. Mein Leben war zu unordentlich, als dass ich dir Lebenstipps geben sollte. Sondern als jemand, der lange und ehrlich hingeschaut hat. Der Mann, der durch die sexuelle Illusion hindurchgegangen ist, der sie wirklich durchschaut hat, nicht nur intellektuell, sondern leibhaftig durch Erfahrung und Enttäuschung. Dieser Mann steht vor einer Wahl, die er vorher nie hatte, weil er vorher nie klar sehen konnte, der Wille hat ihm den Blick vernebelt. Jetzt ist der Blick frei, und mit freiem Blick sieht er zweierlei. Erstens, die Welt ist nicht das, was sie ihm versprochen hatte zu sein. Sie ist nicht der Ort, an dem Begehren gestillt wird und Glück wohnt, sie ist härter, kälter, gleichgültiger als das. Zweitens, und das ist das Entscheidende, er selbst ist mehr als das, wofür er sich gehalten hat. Nicht im Sinne von Überlegenheit, im Sinne von Tiefe. Er ist nicht nur ein Wesen des Triebs, er ist ein Wesen des Bewusstseins. Und das Bewusstsein kann sich dem Willen widersetzen. Nicht vollständig, das wäre Übermenschentum. Und kein Mensch ist das. Aber partiell, in Momenten, in Entscheidungen, in der Art, wie er seine Zeit und seine Energie verteilt. Und in dieser partiellen Weigerung, dem blinden Willen blind zu folgen, in dieser kleinen, täglich neu zu erringenden Freiheit, liegt das Einzige, was ich wirklich als Würde des Menschen bezeichnen würde. Nicht Glück, nicht Erfolg, nicht Macht, nicht Begehren Würde. Die Würde des Menschen, der sich selbst kennt und trotzdem oder gerade deshalb wählt, wie er lebt. Das ist kein triumphaler Abschluss. Das Leben endet nicht mit einer Fanfare. Es endet still. Meist. Aber das, was ein Mensch in dieser Stille zurücklässt, die Gedanken, die er gedacht hat, die Dinge, die er geschaffen hat, die Momente, in denen er wirklich präsent war und nicht nur konsumiert, das ist das Einzige. Das zählt. Nicht, weil es die Welt rettet. Die Welt ist nicht zu retten, sondern weil es das Leben zu dem macht, was es sein kann. Nicht das Erfüllen eines biologischen Programms, sondern das Ausloten des eigenen Möglichkeitsraums. So weit er reicht, so tief er geht. Das ist, was nach der Lehre kommt. Für den Mann, der bereit ist, in ihr zu bleiben, bis sie sich wandelt.